Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Wieder mal mit einer Folge vom German Testing Day 2023 in Frankfurt. Ich habe mich diesmal mit Thomas Much unterhalten. Ja, und wie das manchmal so ist, man nimmt sich ein Thema vor und landet dann ganz woanders. So auch dieses Mal. Aber es war für mich total spannend. Wir haben uns über Ensemble Coding bzw. Ensemble Testing unterhalten. Eine Art zu testen, zu programmieren, Erkenntnisse zu schaffen und als Team gemeinsam zu lernen. Ja, man könnte überspitzt sagen, Pair-Programming auf Steroiden. Ich finde das ein super spannendes Thema, denn in agilen Projekten geht es doch immer darum, dass die Menschen miteinander sprechen, ein Entwickler mit einem Tester, mit einem Fachmann, mit dem Product Owner, mit dem Chef, mit Marketing, wem auch immer, dass die Kommunikation stimmt, dass es ein Austausch da ist über das, was umgesetzt werden soll. Und mit diesen Ensemble-Techniken hat man einen tollen Hebel, das ins Team reinzubringen. Aber hört selbst, viel Spaß bei der Folge. Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Hallo Richie, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Du hast ja ein spannendes Thema, was mich auch immer wieder in Projekten umtreibt, ist also, wie kriegt man so Tester und Entwickler zusammen und ein bisschen näher und wie kriegt man die so ein bisschen, dass die sich auch austauschen zu diesen Sachen und jetzt habe ich bei dir gelesen, ja, die Tester, die müssen auch so ein bisschen verstehen, was da so bei der Entwicklung passiert. Genau, es wäre zumindest sehr hilfreich, wenn sie das tun. Ja. Denn ich komme ja aus einer Welt des sehr kontinuierlichen Testens, wo das, was die Entwickler bauen, mehrfach täglich, viele Male täglich zum Kunden ausgeliefert wird. Und da können wir Testen nicht irgendwie hinten dran machen. Das muss von Anfang an tatsächlich mitgedacht sein. Und damit das funktioniert, müssen die Entwicklungsteams Testwissen aufbauen. Also gerade die Entwickler in den Entwicklungsteams. Und da habe ich hervorragende Tester als Moderatoren in den Teams erlebt, die dem Entwicklungsteam helfen, zu entscheiden, was müssen wir wie, wann testen, die auch das nötige Testwissen noch in das Team bringen, damit Testen von Anfang an mitgedacht wird, beim Coden vielleicht vorher schon, wenn wir die User Stories mit Akzeptanzkriterien schreiben. Und das heißt, die Entwickler lernen Test-Know-how. Und was dann eigentlich genauso wichtig war und in diesen Teams auch mehr oder weniger nebenbei entstanden ist, dass die Tester auch Entwicklungs-Know-how sich angeeignet haben, damit sie überhaupt verstehen, was machen die Entwickler eigentlich den ganzen Tag oder vor welchen schwierigen Problemen stehen die eigentlich. Und wenn ich ein bisschen was von der Entwicklung verstehe oder von Entwicklung und Architekturen, dann kann ich vielleicht bessere Fragen stellen. Dann kann ich dem Team einfach durch ein bisschen qualifiziertere Fragen, das qualifiziert soll jetzt nicht doof klingen, aber vielleicht oder Fragen mit mehr Erfahrung, kann ich dem Team dann wirklich helfen, zu besserer Testbarkeit zu kommen. Ja, und die Entwickler werden keine Tester werden und die Tester werden auch keine Entwickler werden. Aber so ein bisschen Verständnis für die Gegenseite hilft schon. Ja. Und wie kommt man denn dahin? Also wie kriegt man denn das installiert sozusagen in den jeweiligen Köpfen? Ach, du möchtest mehr als ein It Depends hören, ne? Ja. Ja. Also es ist nicht leicht. Der Weg dahin ist, man muss das schon wollen, weil das Einsatz und Bereitschaft von beiden Seiten erfordert. Ne? Die Entwickler müssen testen wollen, müssen testen verstehen wollen, dass sie es dann auch umsetzen können in der Testautomatisierung. Und die Tester müssen auch verstehen, dass vielleicht beim modernen kontinuierlichen Testen die Aufgabe des Testers sich gewandelt hat, mehr in Richtung eines Moderators. Also diese Bereitschaft ist schon mal wichtig. Und dann braucht man ein Setting, wo die Rollen nicht zu sehr getrennt sind. Wenn ich ein Entwicklungsteam habe und ein Testteam, dann ist das schon relativ schwer, dass die irgendwie zusammenarbeiten. Weil das ist dann meistens dieses über den Zaun werfen, testet mal das, was wir gebaut haben und ihr habt doch totalen Blödsinn gebaut, das funktioniert ja alles nicht. Die müssen Gelegenheit haben, zusammenzuarbeiten. Ja? Und idealerweise sogar noch vorher, wenn wir User Stories mit Akzeptanzkriterien oder so schreiben, dass eben nicht nur die Tester, sondern vielleicht auch der Fachbereich da ist, keine Ahnung, Product Owner oder irgendwer aus dem Fachbereich, dass man das alles zusammen aufbaut, auf Testbarkeit abklopft. Also dieses Setting muss es zumindest erlauben, dass die Menschen, die wollen, dass die das dann auch dürfen. Ja. Das ist so das eine, wie man es installiert kriegen oder wie man das hinbekommen kann, wie man sich auf den Weg machen kann. Und das Zweite ist wirklich das Zusammenarbeiten. Und da bin ich seit Jahren ein Freund des Kollaborativen.
Ich war jahrelang Pair-Programming-Coach, habe dann irgendwann Mob-Programming, Team-Programming, Ensemble-Programming für mich entdeckt. Und das gibt es ja auch als Ensemble-Testing. Und das heißt, wir machen Dinge einfach zusammen. Nicht um Zeit zu optimieren, sondern um ganz viele andere Dinge zu optimieren. Teambuilding, Wissensaustausch, Erfahrungsaustausch. Und immer dann, wenn wir es schaffen, dass Teams in so eine kollaborative Session gehen, Ensemble irgendwas, Ensemble Programming, Ensemble Testing, dann kriegt man diesen Austausch fast geschenkt. Okay. Ja, und das macht sogar noch Spaß. Und dafür muss man sich Zeit nehmen, weil wie gesagt, das ist keine Zeitoptimierung. Ja. Und das ist wieder so eine Sache vom Dürfen oder vom einfach machen. Und wenn ich mich dann einmal die Woche 2-3 Stunden zusammensetze, einmal, weiß ich nicht, klicken wir gemeinsam, Tester und Entwickler, irgendeinen Testplan durch und gucken, wie mühsam das ist und ob man es nicht automatisieren könnte, dann lernt man schon von der Gegenseite. Und genauso können Tester auch irgendwann mal ein bisschen mitcoden. Die müssen ja nicht das Programmieren verstehen, aber sie können da einfach mitmachen. Und dieses kollaborative Ensemble Programming, Ensemble Testing ist ein sicherer Raum, wo sich alle darauf einlassen können, mal was ganz anderes zu machen, als sie es gewohnt sind. Und das ist tatsächlich ein ganz großer Hebel, den ich erlebt habe, um diese Zusammenarbeit überhaupt anzustoßen. Gibt es denn für dieses Ensemble-Testing eine gewisse Struktur oder ist das ein ganz freier Raum? Erstmal alles, was hilft und funktioniert, ist richtig. Das ist ganz wichtig, dass das nicht so ideologisch ist. Ihr macht dieses Rezept und dann funktioniert das schon irgendwie. Aber es gibt ein paar Grundregeln und die wichtigste Regel ist wahrscheinlich, dass man das Ausführen vom Denken trennt. Das heißt, wir sind es ja gewohnt, ich habe eine Idee, ich mache was oder ich teste die Anwendung, ich klicke mich hier durch und die daneben sitzen, schauen andächtig drein und kriegen gar nicht mit, was da passiert oder warum ich da jetzt die Zahl mit Komma und nicht mit Punkt eingebe. Und eine der Grundideen beim Ensemblearbeiten ist, dass wir das Ausführen vom Denken trennen. Das heißt, da ist jemand, der dann für mich die Anwendung durchklickt und Werte eingibt, aber außenrum das Ensemble, das sagt und das diskutiert, was warum eingegeben wird. Okay. Vielleicht ist einer so ein bisschen im Lead und der leitet dann mal hauptsächlich an und sagt, okay, und jetzt klick mal bitte auf den Abschicken-Button und im nächsten Formular gibst du dann den Betrag ein. Und dann können die in eine Diskussion kommen. Welcher Betrag denn? Müssen wir hier auf Unter-Obergrenze achten? Warum gebe ich einen Punkt und kein Komma ein? Das heißt, durch das laute Denken der ganzen Runde ist dann der ausführt, nur noch so ein Protokollant, wir nennen den Typisten. Der darf natürlich auch fragen, ich habe euch nicht verstanden, erklärt das nochmal genauer, seid ihr euch überhaupt einig? Ja. Und dadurch machst du dieses ganze implizite Wissen und Können explizit, weil man es hören kann und weil man diskutieren kann. Und das ist meistens ein viel angenehmeres Setting, als 1:1 Sachen nachzumachen. Na, wenn ich dich jetzt anleite und dann wir sind zu zweit und klick mal genau da. Das ist dann so eine Schüler-Lehrer-Situation. Im Ensemble ist das meistens viel entspannter, weil wir mehr sind und wir wechseln durch. Das heißt, der Ausführende wechselt alle 5 Minuten, alle 10 Minuten, also relativ schnell, wo man sagt, der hat ja gar nichts geschafft an der Tastatur. Ja? Okay. Aber darum geht es nicht. Wenn wir nur ausführen, der rote Faden beim Denken ist ja in der Gruppe. Ja. Und wenn wir nur ausführen, ist es vollkommen egal, wer an der Tastatur oder an der Maus ist. Ja. Und wenn man dann so ein Setting wie hier, ein Stehtisch, ne, da ist der Rechner mit Maus und Tastatur und der Rest sitzt außen rum, dann ist da eine Dynamik im Raum, die beflügelt die Kreativität und sie beteiligt alle. Ja. Und dadurch werden auch die leisen Stimmen mal gehört, weil so das Alpha-Tier mit der lautesten Stimme ist dann halt auch mal an der Tastatur und muss einfach mal still sein. Muss man sich drauf einlassen. Ja. Aber das bringt so viel, dass man sich da sehr schnell, sehr gerne drauf einlässt. Ja. Und das bringt wirklich Rollen zusammen. Das ermöglicht es auch Testern, sehr schnell ein bisschen vom Code mitzukriegen. Und wie groß sind diese Ensembles typischerweise? 4 bis 6, sagen wir mal. Ne? Ja. Es sollten nicht zu wenig sein. Wenn zu wenige da sind, hast du zu wenig Ideen im Raum. Das merkst du, wenn du zu zweit was machst. Der eine wird dominant sein, der andere ist sich unsicher mit der Meinung und geht unter oder traut sich nicht zu fragen. Auch bei 3 hast du noch so das Problem, dass meistens einer untergebuttert wird, wenn 2 die gleiche Meinung haben. Und ab 4 hast du so die Chance, dass du ausgleichende Ideen kriegst. Ja, oder dass auch da dann sich die Gruppe selbst moderiert.
Und bei mehr als 6 wird es sehr schnell sehr zäh. Ja. Ja, selbst wenn man regelmäßig wechselt. Ich meine, ich habe auch mal eine Gruppe mit 12 gehabt, da haben wir dann alle 2 Minuten, glaube ich, gewechselt. Es hat total Spaß gemacht, aber eigentlich war die Gruppe zu groß. Und deshalb so ein 4 bis 6 ist so eine ideale Größe. Aber auch da gibt es kein richtig und falsch, da muss man ausprobieren. Und die Dauer, wie lange dauert so eine Session dann? Was willst du da? Nicht zu kurz, also sprich, man sollte sich Zeit nehmen und nicht hetzen. Das Problem ist, wenn man hetzt, dann bringt das nichts, dann sind wir im Stress und Stress ist für Lernen und für einen sicheren Raum, wo ich mich traue, vermeintlich dumme Fragen zu stellen, ist Stress Gift. Ja, das heißt auf jeden Fall lieber ein bisschen mehr Zeit blocken und ich empfehle unseren Teams, dass wir sagen, wenn ihr das macht, nehmt euch in der Woche einen Block mit 2 bis 3 Stunden Zeit. Wenn ihr das nicht braucht, weil ihr vorher fertig seid mit der Aufgabe, super, aber ihr hättet die Zeit. Weil in der Gruppe entdeckt man Sachen, okay, wenn wir mit der Aufgabe fertig sind, dann hübschen wir es noch ein bisschen auf. Also sprich, wir machen den Code wartbarer. Oder wenn wir den Test fertig automatisiert haben, dann versuchen wir nochmal, ob wir diesen anderen kleinen Test auch noch automatisiert kriegen. Die Zeit füllt sich schon irgendwie. Aber wenn ich zu wenig geblockt habe, dann kennen wir das wahrscheinlich alle. Unser Terminkalender ist gut so gefüllt, so Tetris, ne? Alles ist irgendwann voll, nur dass die Zeilen nicht verschwinden. Da kann ich dann nichts dranhängen. Also eher so 2, 3 Stunden. Wenn man geübt ist, also wenn man dieses Arbeitsformat kennt, dann reicht vielleicht auch mal eine Stunde aus. Dass man tatsächlich sagt, komm, das Setup ist schon da, der Rechner muss nicht groß eingerichtet werden oder das hat schon jemand vorbereitet und dann kann man sich mit Mehrwert auch mal eine Stunde zusammensetzen. Aber gerade wenn man einsteigt, lieber genug Zeit nehmen. Ja. Jetzt stelle ich mir das also das ist ja, glaube ich, schon echt ein schöner Lernraum. Ne? Jetzt so aus meiner Sicht, in meiner Welt ist es irgendwie ein Entwickler vielleicht ein bisschen leichter, eventuell die Test-Skills zu lernen, als ein Tester, der jetzt wirklich so ein klassischer fachlicher Tester ist. Die haben ja doch sehr häufig so einen starken Respekt vor Code. Und warum? Ich weiß nicht, aber ist das nicht so? Also mir kommt das immer wieder so vor, dass viele Tester da so einfach so Respekt haben, sozusagen, und das verstehe ich alles nicht und so. Ich teile deine Beobachtung, aber ich frage mich wirklich, warum. Weil ordentliches Testen ist auch herausfordernd und genauso wie ordentliches Programmieren herausfordernd ist. Und das Spannende bei dem Ensemble Programming, Ensemble Testing ist, dass man, wenn ich an der Tastatur bin, muss ich nichts können. Die Intelligenz sitzt ja im Raum. Ja? Und ich darf jederzeit sagen, ich habe euch nicht verstanden, erklärt es mir bitte genauer. Und das wird, wenn ich nicht coden kann, geht es vielleicht sogar erstmal um einzelne Zeichen, die ich eingebe. Aber das wird sich ganz schnell nivellieren, weil ich gucke ja dann auch, wenn ich nicht dran bin und 4 andere sind noch im Raum, dann gucke ich ja auch 20 Minuten zu, was die anderen coden und ich sehe ungefähr, was die da hinschreiben und so schwer ist das dann doch nicht. Und einen Editor können wir alle bedienen. So, und wir hatten schon, unser CEO hat neulich mal mitgemacht, wir hatten Teamleiter drin, Projektleiter, die einfach gesagt haben, wenn es wirklich so einfach ist, dann muss ich ja auch mal an die Tastatur gehen können. Und das funktioniert. Man muss halt einen Editor bedienen können. Ja? Und sich darauf einlassen, dass es nicht schlimm ist, an der Tastatur Sachen nicht zu können. Weil wenn ich sage, ich habe euch nicht verstanden, erklärt es mir bitte genauer, sind garantiert 1, 2 im Raum, die auch sagen, das wollte ich immer schon mal wissen. Oder ach, das machen wir, deshalb machen wir das seit 3 Jahren so. Also diese vermeintlich dummen Fragen, die man sich in 1:1 Situationen nicht traut, sind in so einem sicheren Raum eines Ensembles mal viel schneller gestellt. Bist du da als Begleiter auch dabei? Oder ist das eher was, machst du das 1-, 2-mal mit und dann... Genau, als Coach helfen wir den Teams dabei, dass sie in diesen Modus reinkommen, dass die ersten Sessions ein bisschen moderiert sind, wie kommuniziert man miteinander, dass man nicht sagt, ey, das musst du doch wissen oder wie dumm ist das denn, das einzutippen. Ja, dann ist sofort der sichere Raum weg und dann wird man nicht mehr frei reden und nicht mehr so viel Spaß haben. Also da achten wir so ein bisschen auf Kommunikation, darauf, dass die Zeit eingehalten wird. Wir sind... wenn wir Technikbegeisterte sind, hängen wir sehr an der Tastatur. Wir geben die nicht gerne ab. Und wir lassen uns auch von einem Timer knallhart die Timebox vorgeben, dass man dann ohne Diskussion weitergeht. Und das das begleiten wir einfach so ein bisschen. Und die Teams können das relativ schnell selber. Da kommt man vielleicht nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten noch mal dazu, weil die sagen, hey, wir haben ja noch 1, 2 Situationen, wo wir Schwierigkeiten hatten. Lass uns das nochmal ausprobieren. Aber wenn man sich die Zeit nimmt, so ein Team ein paar Mal zu begleiten, können die das erstaunlich schnell selber. Wir machen tatsächlich bei uns Workshops, 2 Halbtagsworkshops, also 2 mal 3 Stunden oder 2 mal 3,5 Stunden, wo man sowas mit
mit Coding Cutters, also mit kleinen Beispielen ausprobiert. Und danach gehen wir relativ schnell in die echten Aufgaben, dass sie wirklich lernen, das ist nicht nur im Schulungsraum machbar, sondern wirklich mit echten Beispielen. Und damit verfestigt sich das bei den Teams, die Lust drauf haben, recht gut. Ich kann mir auch vorstellen, also wenn ich mir so eine Situation vorstelle, dass das immer so durchgewechselt ist und das sind so 4 bis 6 Kollegen, die jetzt auch nicht unbedingt im gleichen Metier sind wie ich, sondern einfach auch andere Professionen haben, dass es nach wahrscheinlich ein paar Minuten noch totalen Spaß macht. Ne? Absolut. Also richtig eine lustige Veranstaltung. Absolut. Wird auch, ja. Also das ist Teams, die sich schon lange kennen oder auch Teams, die neu zusammengewürfelt sind. Man fängt irgendwann an zu lachen und einfach Spaß zu haben und nebenbei ist man produktiv, ja, und findet wahrscheinlich sogar bessere Lösungen, als man alleine irgendwie zum Laufen gebracht hätte. Oder wenn ich irgendeinen Test manuell mal durchklicke, in der Runde findet man noch ein paar Fallstrick oder ein paar Sonderfälle, die man auch noch hätte testen sollen. Also es ist kreativer, es ist produktiv und trotzdem hat man Spaß dabei. Und auch wenn das jetzt so klischeehaft klingt, aber das ist tatsächlich mein normales Erlebnis damit. Ja. Und ich bin selber überrascht davon, wie gut oder wie magisch das funktioniert, weil eigentlich steckt nicht viel dahinter, außer dieses Umzudrehen, das Denken und Ausführen und regelmäßig alle zu beteiligen. Das ist eigentlich nicht viel Magie. Ja, aber es wirkt. Durchs Zusammenspiel und durchs Reden miteinander, ne, da entsteht natürlich dann auch was Tolles. Ne? Jetzt, was hast denn du da so für Feedback bekommen, dann so die ersten Male, wenn du da sowas gemacht hast, ne, von Entwicklern und Testern? Weil wie nehmen die das wahr? Eigentlich das, was du schon gesagt hast. Das ist sehr viel Spaß, sehr ungewohnt auch, weil meistens ist man so ein intensives Arbeiten, rollenfremdes Arbeiten nicht gewohnt. Aber es kommen ganz viele Aha-Momente, dass man sagt, Mensch, endlich verstehe ich das, was die da tun. Also nicht nur ich als Einzelner oder als Gruppe lernen wir plötzlich, warum Sachen so passieren. Also das sind ganz viele Aha-Momente, weil neben der Aufgabe, das ist ja unser Ziel, die irgendwie zu lösen. Neben dem Lösen der Aufgabe kommen so viele kleine Erkenntnisse dazu, die man so am Rand mitnimmt. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht verzettelt. Auch das ist Teil des Coachings. Aber man guckt eben doch immer mit links und rechts und nimmt noch so ein paar Sachen mit, erklärt noch ein paar Sachen, weil es einen doch interessiert. Und es kommt viel mehr rum als nur die Aufgabe, die gelöst wird. Und diese Aha-Momente, das ist das wichtigste Feedback, was ich regelmäßig kriege, dass man das sonst nirgendwo in dieser Form erlebt. Oder nur sehr schwer über Dokumentation, die veraltet ist. Und Erfahrung, Können über Dokumentation zu erlangen, ist schwierig. Ja. Und das geht in solchen Runden sehr viel einfacher. Also das ist das Hauptfeedback, diese Erkenntnisse. Ja. Und dann ist die Session zu Ende, ne? Man geht wieder seines Weges, ist dann wieder im normalen Tagesgeschäft. Was sind denn da so die Erkenntnisse, was du dann siehst, wie sich die Zusammenarbeit verändert auch oder das ganze Miteinander? Genau. Das hängt vom Team ab. Es gibt Teams, da war das so eine Eintagesfliege und dann war es das, weil war zwar nett, aber irgendwie vergisst man es in den Alltag zu integrieren. Manche Teams machen das relativ intensiv und die meisten Teams liegen irgendwo dazwischen. Ja, die sagen dann, dass ich einmal die Woche oder morgens im Daily besprechen sie, was sie gerne zusammen machen möchten. Und ich finde das eine gesunde Mischung. Das Spannende, was ich finde, ich hatte erzählt, ich war sehr lange Pair-Programming-Coach. Und wenn man Leute in das 1:1 Arbeiten bringt, war das immer sehr aufwendig. Man musste sehr lange mit denen zusammen programmieren, wenn die nicht eine intrinsische Motivation hatten, Pair-Programming zu machen. Aber die Skeptiker damit zu überzeugen, war beim Pair-Programming echt schwierig. Und das geht beim Ensemble-Programming, Ensemble-Testing einfacher, weil das ein anderes Setting ist. Ich weiß nicht genau, welcher agiler Coach das war. Der hat gesagt, Pair-Programming ist so, als wenn du auf ein Date gehst. Das muss menschlich perfekt matchen, sonst ist das anstrengend. Und Ensemble-Testing ist mehr so, als wenn du auf eine Party gehst. Als wenn du eine Party mit Freunden machst. Man ist da ganz entspannt. Und das ist nachhaltiger. Also sprich, es wird im Schnitt häufiger genutzt. Und das finde ich beeindruckend für so eine eigentlich recht einfache Methodik. Das ist sehr spannend. Und jetzt ist ja das Programmieren und das Testen ja das eine. Wie baut sich das Thema mit der Architektur da mit rein? Weil das ist ja vielleicht nochmal ein dritter Blick auch auf das Ganze. Ja, aus meiner
agilen, kontinuierlichen Sicht ist Architektur ein Teamsport. Das funktioniert noch nicht überall so perfekt, aber ich habe es ein Jahrzehnt ziemlich gut so erlebt. Das heißt, es gibt vielleicht noch zentrale Architekten, die das Ganze moderieren, die so ein bisschen darauf achten, dass das unternehmensweit nicht auseinanderläuft. Aber lokale Design- und Architekturentscheidungen werden vom Team getroffen. Das heißt, Architektur kann auch sehr dezentral sein. Und wenn Architektur dezentral ist es ein ganz normales Teamthema wie Code schreiben, wie Test schreiben. Ne? Das heißt, da ist gar nicht so ein dramatischer Unterschied. Dann kann ich nämlich mir einfach nur bewusst sein, ist das jetzt Code-Design oder ist es Architektur? Das heißt, ist es etwas, was im Code versteckt ist, das ist das Design, oder was ich von außen beobachten kann, das wäre dann so die Architektur, oder was ich von außen irgendwie sehen kann, ja, das ist dann die Architektur. Und das ist dann nur ein Aspekt der Programmierung oder der Softwareentwicklung. Wenn man das noch getrennter hat, also wenn man noch sehr viel spezialisiertere Architekturteams hat, dann würde ich die einfach regelmäßig mit in die Programmiersessions oder in die Testsessions reinholen. Ja. Ne? Das ist einfach eine weitere Rolle, die dazukommt und die auch in solchen Sessions ganz, ganz viel lernen kann. Wenn zum Beispiel Architekturentscheidungen zentral getroffen wurden, dass man mal erlebt, was bedeutet das in der Umsetzung. Was heißt das eigentlich im echten Leben? Ja, was heißt das für die, die den Code schreiben müssen oder für die, die es nachher testen müssen. Ja. Und das einfach mal mitzukriegen, das bringt denen, die es dann vielleicht vorgeben, wieder neue Ideen, wie sie es besser vorgeben oder angemessener vorgeben können. Also einfach die Rollen mit reinholen oder irgendwelche Fachabteilungen, die sagen, ihr liefert nicht genug Features oder so. Einfach mal mitmachen lassen, dass die verstehen, was die Softwareentwicklung so schwierig macht. Dass man einfach sagt, guck mal, euer Feature, da müssen wir so lange drüber diskutieren, weil es nicht klar genug spezifiziert war oder weil wir euch gerne fragen würden, aber normalerweise seid ihr nicht ansprechbar. Ja. Ja, also einfach alle Rollen mit reinholen, wo man Schwierigkeiten hat, und die müssen ja nicht immer dabei sein und ständig. Aber wenn die ab und zu solche Sessions mitkriegen, dann bringt das Verständnis. Und da sind wir drauf gekommen. Ne? Wie bringt man Verständnis für Coden bei den Testern, Coden bei den Fachabteilungen? Einfach mal mit reinholen in solche Sessions. Und klar machen, dass es nicht darum geht, das Feature schnell umzusetzen, sondern solche Sessions sind für viel mehr gut. Deshalb auch diese Gelassenheit, dass man sich genug Zeit dafür nimmt. Da braucht es natürlich auch irgendwo den Rahmen des Managements dazu. Ne? Das ja auch irgendwie, da heißt ja dann oft, ja, 4 Leute, 2 Stunden an dem Montag, das geht doch nicht, die müssen ja was arbeiten. So, also herrschen ja manchmal solche Vorurteile. Aber wenn ich mir Meetingräume angucke, da sitzen die Manager auch nie alleine rum. Da sitzen eigentlich auch immer eine Handvoll oder 2 Hände voll Manager. Ja. Die könnten das doch auch alleine machen, oder? Ja. Nein, ne? Natürlich nicht. Es gibt Gründe, warum man da zusammensitzt, weil wir uns austauschen wollen. Und der Unterschied von solchen Ensembles ist eben, dass wir nicht nur reden, sondern auch etwas produzieren, Code produzieren, Tests produzieren. Na, in den Management-Meetings wird ja hoffentlich auch was produziert, irgendwelche, kann man hoffen. Ne, irgendeine Agenda, irgendwelche Entschlüsse oder sowas, die dann festgehalten werden. Und das Produkt der Meetings von Softwareentwicklungsteams sollte was anderes sein, nämlich getesteter Code mit einer schönen Architektur, schönem Design. Und das kriegt man halt nicht hin, wenn man sich nur auf ein Meeting trifft und redet und irgendwelche Protokolle schreibt. Das reicht bei den Softwareentwicklungsmeetings nicht aus. Und das erleben auch, glaube ich, viele Teams, wie anstrengend das ist, wenn man Software schreiben soll und testen soll und dann noch die ganzen Meetings hat. Und dann kann man ja einfach mal eins der Standard-Meetings ersetzen durch so ein Ensemble, durch eine Ensemble-Session. Und tatsächlich ist das so auch entstanden, Woody Sewell, der technische Coach, der das vor über 10 Jahren erfunden hat oder gefunden hat mit seinem Team. Die haben das damals als U-Boot machen müssen, weil das Management genau diese Vorbehalte hatte. Und die haben denen immer gesagt, wenn ihr seid da zu viert, was macht ihr denn da? Jo, wir machen ein Meeting. Ja, Meetings sind gut, weitermachen. Ja. Ne? So. Und es ist es ja auch. Aber unser Meeting produziert halt das, was wir brauchen, nämlich Code und Test. Ja, und ich finde allein schon, dass das Herangehen ist natürlich ist ja ganz toll, wenn man diese Welten zusammenbekommt, ne? Weil das ist ja das, was wir ja auch im ganzen Agilen mit DevOps und so immer mehr wollen, ne? Dass das Team zusammenwächst, ne? Und wir haben immer diese Rollen und wir brauchen ja heute auch diese Hybriden einfach viel mehr, ne? Die verstehen, wie Entwicklung funktioniert, die verstehen, wie Testing funktioniert, ne? Und dann kann so ein Team performen und das ist auch oftmals die Schranke, die ich in Teams wahrnehme, wo es dann nicht weitergeht, wenn man das nicht zusammenbringt. Genau. Ja. Und es geht wirklich um das Verständnis, nicht die andere Rolle ersetzen zu können, was auch häufig bei crossfunktionalen Teams, ich
glaube, sagen wir mal, ungünstig verstanden wird. Ja, genau. Dass jeder alles können muss. Ja, das ist, glaube ich, Blödsinn, weil das ist nicht leistbar. Mhm. Aber du brauchst in einem crossfunktionalen Team alle Rollen und Verständnis für die anderen Rollen. Und das, wenn man das aufbaut, dann funktioniert man als Team dann auch. Ja, das denke ich auch. Ja. Jetzt hört der eine Hörer oder die eine Hörerin jetzt die Idee, das will ich jetzt bei mir auch machen. Ich möchte bei mir jetzt auch so ein Ensemble-Testing, Ensemble-Programming machen. Was sind denn so die 1-2 Erfolgsfaktoren, damit das dann auch wirklich ins Laufen kommt? Es geht ja jetzt wieder nach der Pandemie, versucht das vor Ort zu machen. Einfach einen Raum, nicht zu klein, nicht zu groß, dass es nicht zu anonym ist. Und dann eben 4 bis 5 KollegInnen, die mitmachen, bereitet das Setup vor, dass ein Rechner da ist, mit dem man zum Beispiel den Testplan durchklicken kann oder so, dass das einfach nicht zu sehr stört, wenn man dann erst gemeinsam noch eine halbe Stunde braucht, bis der Rechner läuft, haben alle schon keinen Bock mehr. Ja. Also einer müsste es vorbereiten. Und dann schönes Setup. Also wir haben ganz tolle Erfahrungen damit, ne? Wenn der Rechner an einem Stehpult ist und der Rest entspannt außen rum sitzen kann, dann musst du aufstehen zum Tun und dann kannst du dich wieder schön hinsetzen. Das kann man natürlich auch in normalen Meetingräumen machen, aber dieses Aufstehen und zum Rechner gehen, das muss einfach sein. Wenn alle eingeklemmt sind, dann ist das schon komisch. Und dann diese 2 Sachen beachten, dass der an der Tastatur sich zurückhält. Wir sind da zwar ein Smart Input Device, das heißt, wir dürfen Fragen stellen, Verständnisfragen, aber wir sollten nicht von uns selber aktiv werden. Das heißt, als ausführender Tester klicke ich nicht selber, sondern wenn da nichts kommt, frage ich vielleicht, wo soll ich denn hier mal hinklicken oder wo soll ich denn mal was eingeben. Aber ich werde nicht selber aktiv und der Rest muss sich dran gewöhnen, laut zu denken. Und dann dieses Rotieren mit einem Smartphone-Timer oder was auch immer. Damit kann man schon ganz gut starten. Ansonsten einfach mal suchen im Netz danach. Es gibt diverse Videos von Woody Sewell über das Ensemble Programming, Mob Programming oder Software Teaming, wie er es mittlerweile nennt. Von Lisi Hocke gibt es, glaube ich, diverse Videos über Ensemble-Testing. Da einfach mal gucken und dann kann man da schon relativ gut starten. Also ich nehme jetzt mit, also am besten mal vor Ort sein, zusammenkommen, gute Vorbereitung, auch damit die Technik läuft, ne? Und dieser Smart Input Device als Person vorne, dann auch wirklich die Rollentrennung da so zu haben. Ne? Genau, und das fällt vor Ort deutlich leichter als remote. Und deshalb, wenn ihr könnt, übt es erstmal vor Ort und dann kann man es auch remote machen. Da kommt dann Screensharing dazu. Beim Programmieren müssen wir noch gucken, wie wir den Codestand, den aktuellen übergeben. Dafür gibt es Toolings, aber remote erfordert es ein bisschen mehr Disziplin und Übung und das macht vor Ort einfach viel mehr Spaß, weil man da so diese Mimik und Gestik hat und das zusammen lachen, man fällt sich nicht ins Wort, ne? Das ist einfach viel schöner und zum Starten 1, 2, 3 Sessions ist das viel besser. Ja, das glaube ich. Ja, super. Thomas, vielen lieben Dank für diesen Einblick in diese Methodik. Da habe ich total viel auch gelernt, wie man das, weil das mir auch so ein Anliegen ist, diese Sachen zusammenbringen. Und ich möchte das auf jeden Fall mal auch ausprobieren bei meinen Kunden. Finde ich ganz toll. Danke, dass du uns das hier ermöglicht hast. Sehr gerne und viel Erfolg dabei. Dankeschön und dir noch viel Spaß auf der Konferenz. Danke. Und bis bald. Dankeschön. Bis bald. Ciao. Tschüss.